Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich bin heute ein letztes Mal auf Rügen unterwegs, leider ohne Anne. Und zwar befinde ich mich hier gerade auf dem Bodden Panoramaweg, einem Qualitätswanderweg mit 1 bis 2 Etappen, also nicht allzu lang. Bin sehr gespannt, was der Weg so kann, und ja, wenn ihr das auch wissen wollt, bleibt dran und dann finden wir das mal zusammen raus. Der Start des Bodden-Panoramaweges ist am Ortsrand von Neuenkirchen, an der Maria-Magdalena-Kirche, einer Kirche, deren Ursprünge bis ins Spätmittelalter zurückreichen. Von hier aus ging es für mich gen Osten über eine asphaltierte Straße bis zur Lebbiner Brücke und dem Liddower Hafen. Nachdem ich die Brücke überquert hatte, ging es nun über Feldwege und Pfade durch ein Naturschutzgebiet entlang des Tetzitzer Sees. Hier zeigte sich bereits eine der Stärken des Weges: die schönen Blicke auf bzw. über die am Weg liegenden Wasserflächen mit ihren schilfbewachsenen Ufern. Gegenüber des Sees konnte ich auch bereits einen ersten Blick auf den großen Jasmunder Bodden erhaschen. So erreichte ich schließlich die Banselwitzer Berge, einem bis zu 45 Meter hohen Gebirgszug, wohl dem, der Bergerfahrung hat. Nun ging es mit einigem Abstand weiter entlang des großen Jasmunder Boddens. Beim großen Jasmunder Bodden handelt es sich um eine fast 60 Quadratkilometer und bis zu 7 Metern tiefe Lagune, welche in großen Teilen von Schilf umgeben ist, wie ich auf dem Weg selbst sehen konnte. Nachdem ich so eine Weile entlang des Boddens gewandert bin, führte mich der Weg nun noch einmal ein Stück weg davon und weiter über eine Wiese und durch Wald in Richtung des Etappenziels Ralswiek, einer kleinen, rund 250 Einwohner großen Gemeinde, die vor allem für die jährlich stattfindenden Störtebeker Festspiele bekannt ist. Frühmorgens ging es weiter in Ralswiek.
den heutigen Tag war Regen vorhergesagt und tatsächlich. Bei der Durchquerung des Ralswiker Hafens war am Horizont der ein oder andere Regenschauer zu erkennen. Ich sollte aber Glück haben. Das Wetter blieb an diesem Tag stabil. Nach dem Hafen legte ich einen längeren Abschnitt auf einem Forstweg zurück. Ein eher etwas monotoner Streckenabschnitt, der mir nicht ganz so gut gefiel. Trotz stabilem Wetter kam ich aber, was den Weg anging, vom monotonen Regen in die vielbefahrene Traufe. Der Bodden-Panoramaweg trifft auf die stark frequentierte B96, der ich für gut 1 Kilometer folgen musste. Die Umgebung war aber vom Verkehr abgesehen top. Hier ging es nämlich zwischen dem großen und dem kleinen Jasmunder Bodden hindurch. So konnte ich die vielbefahrene Straße glücklicherweise wieder verlassen. Und nun ging es durch das Naturschutzgebiet Buddelin, mehr oder weniger parallel zu einer Bahnstrecke, bis zum Etappenziel nach Mukran. Der herbstliche Buchenwald und die schönen Blicke auf den kleinen Jasmunder Bodden waren eines der Highlights der Tour. Der kleine Jasmunder Bodden ist mit nicht ganz 30 Quadratkilometern deutlich kleiner als der große Jasmunder Bodden und wird von diesem durch einen im 19. Jahrhundert aufgeschütteten Damm getrennt. Kurz vorm Ende des Weges kann man noch einen Abstecher zu den Feuersteinfeldern bei Mukran machen. Das ließ sich mir natürlich nicht entgehen. Bei den Feuersteinfeldern handelt es sich um eine zu 90% aus Feuerstein bestehende Steinlandschaft, durchsetzt von kleinen Vegetationsinseln. Zurück auf dem Weg ging es nun aber endgültig zum Etappenziel. Ein Wanderparkplatz nahe Mukran. Der Bodden-Panoramaweg verläuft durch eine sehr schöne Landschaft und ist trotz der Banselwitzer Berge sehr einfach zu erwandern. Stärken sind ganz klar die Blicke auf den Tetzitzer See sowie auf die beiden Bodden. Als nicht ganz so schönen Abschnitt würde ich die Strecke zwischen Ralswiek und Litzow sehen. Die Beschilderung war insgesamt sehr gut und ich konnte nur einen kleinen Aussitzer auf einer Wiese feststellen. Ja, da haben wir es geschafft. Der Bodden-Panoramaweg ist gelaufen. Ja, war ein ganz netter kleiner Weg. Und an der Stelle nochmal kurz ein, zwei Sätze zum Thema Material. Ihr findet ein bisschen was online. Die Links hinterlasse ich euch wie immer in der Videobeschreibung. Und ansonsten gibt es hier zu Beginn und zum Ende des Weges so einen kleinen Flyer mit so ein paar ersten Infos und auch mal so einer kleinen Übersichtskarte zum Weg. Gut, ansonsten, ja, der Weg war ganz nett zu laufen, ohne größere Schwierigkeiten. Beschilderung war super. Viele weite Blicke hier über Rügen bzw. über den großen Jasmunder Bodden. Ja, wenn ihr mal in Rügen seid, kann man das auf jeden Fall als kleine Wanderung mal mitnehmen. Und ansonsten war es das wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich zu begleiten. Und dann würde ich sagen, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.